Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der Installation vom ESX Anfänger Pack V2 und ich würde auch sagen, wir fangen direkt an. Als erstes brauchen wir natürlich unseren TX Admin Server. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr angekommen seid, dann sieht das Ganze wie folgt aus, so wie bei mir. Wir gehen hier runter und können erstmal die ersten Einstellungen machen für unseren GTA-Server. Hier können wir noch die Slots bestimmen, die können wir natürlich auch höher schrauben. Und hier können wir noch mal den zusätzlichen RAM-Speicher wählen. Dann können wir hier noch zusätzlichen Speicherplatz wählen. Ja, das solltet ihr natürlich auch wissen, ob ihr das braucht oder nicht. Ich empfehle das natürlich immer mindestens ein bisschen dazu. Und hier können wir noch sagen, ob wir Prepaid oder Vertrag nehmen. Prepaid ist natürlich ein bisschen teurer, Vertrag natürlich günstiger. Hier könnt ihr noch das Abrechnungsintervall einstellen, das heißt, wann wird das Ganze dann abgezogen oder ja, ihr könnt natürlich auch hier auf Prepaid gehen und natürlich ein paar Tage oder beziehungsweise Monate hier dann auch auswählen und Prozente sparen. Prozente könnt ihr auch sparen, wenn ihr in die Videobeschreibung schaut. Dort gibt es einen 20%igen Code und damit könnt ihr den dann hier einlösen und könnt dann 20% sparen. Den CPU solltet ihr natürlich hier etwas höher machen, denn so ist der Server auch natürlich stabiler. Und wenn ihr noch wollt, könnt ihr noch eigene IP-Adresse anwählen. Ein DDoS-Schutz könnt ihr natürlich auch hier mit aktivieren, würde ich auch empfehlen, denn so ist euer Server natürlich besser geschützt. Hier gibt es natürlich verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann wird euer Server automatisch in 60 Sekunden eingerichtet und ist dann auch ready. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Webinterface. So, wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann befindet ihr euch im Dashboard und hier seht ihr alles, wie lange euer Server noch läuft. Ihr könnt den Server nochmal upgraden, wenn noch RAM-Speicher fehlt oder auch nicht. Ne? Hier können wir das Ganze noch verlängern. Und hier können wir die ganze Auflistung dann sehen. Ja, hier können wir den Server dann starten und dann startet sich hier auch das TX Admin Webinterface. Das heißt, hier haben wir dann einen Link und darunter noch ein Passwort. Und das machen wir natürlich auch gleich. Einstellungen habt ihr habt hier auch natürlich verschiedene Versionen, pipapo. Was natürlich für uns noch wichtig ist, ist hier die Datenbank. Ne? Da könnt ihr einfach draufklicken und dann habt ihr hier auch die Datenbank. Ja? Wenn ihr das Ganze öffnen wollt, dann geht ihr hier auf Verwalten und dann öffnet sich das Ganze. Und hier haben wir dann auch schon die Datenbank. Die ist noch komplett leer. So muss das natürlich auch sein. Das heißt, wir gehen wieder auf unser Dashboard und klicken einfach hier auf Starten. Somit startet sich das Ganze und hier können wir jetzt schon sehen, wurde das Ganze auch komplett gestartet im TX Admin. Und hier haben wir nochmal die Benutzerdaten, ja, Username und Passwort. Dann öffnet sich diese Seite hier und hier tragt er dann diese Daten hier einmal ein. Ich mache das Ganze mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir uns in TX Admin eingeloggt haben, dann können wir hier einmal sagen, wie soll denn überhaupt unser Server heißen, beziehungsweise ist das nur für das TX Admin Webinterface wichtig, deswegen können wir das Ganze auch so lassen. Als nächstes gehen wir einfach hier drauf und wählen uns hier ein Framework aus. Da wir ein ESX Pack haben, nehmen wir halt ESX Legacy und können das Ganze speichern. Und dann gehen wir auf Next, wieder auf Next, auf Next und somit wird der Server jetzt komplett eingerichtet. Nachdem das Ganze abgeschlossen ist, gehen wir hier auf Next. Hier können wir einmal noch die ganzen Einstellungen sehen, also die Server CFG, aber die sieht soweit gut aus. Wir können natürlich hier auch schon festlegen, wie der Server dann heißen soll. Das heißt, hier könnt ihr den Namen hinschreiben. Hier nochmal den gleichen Namen wie den Hostname.
Und hier könnt ihr noch eine Serverbeschreibung anwählen. Wenn wir das Ganze dann erledigt haben, dann gehen wir hier unten auf Next und somit wird der Server jetzt zum ersten Mal gestartet. Und danach können wir das Ganze auch schon einmal neu starten. Dann gehen wir zurück in die Datenbank. Wenn wir jetzt hier anklicken, dann haben wir hier eine ganze Liste. Und da gehen wir einfach hin und wählen alle aus und gehen auf Löschen. So. Als nächstes loggen wir uns natürlich ein in unser Server. Das heißt, wir gehen hier auf FTP und habt dann hier einmal die Zugangsdaten für das FTP. So. Ich bin da schon drin. Das heißt, wir gehen einfach weiter. Und ihr loggt euch natürlich ein und macht die gleichen Schritte. Hier könnt ihr auch nochmal das Passwort dann sehen. So, da wir aber unser ESX Anfänger Pack V2 installieren wollen, gehen wir hier hin und können den Kladderadatsch einfach komplett löschen. Das wird jetzt eine Weile dauern und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Nachdem das Ganze auch entfernt wurde, können wir uns das ESX Anfänger Pack V2 runterladen und können das einmal hier auspacken und können einmal hier reinschauen. Und zwar haben wir hier auch den Resource Ordner und hier ziehen wir dann fast alles, also alles außer die Server CFG. Diese ist nur eine Vorlage, dazu dann gleich mehr. Das ziehen wir dann einfach hier rein. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, nachdem wir das Ganze hochgeladen haben, gehen wir mit diesen Dateien nochmal ein zurück. Ja. Und somit haben wir das Pack jetzt schon mal erfolgreich installiert. So, nun gehen wir hier einmal in die Server CFG und öffnen das Ganze. Und machen das gleiche dann hier einmal auch. Und hier können wir einmal nachgucken, ob alles dann auch ordnungsgemäß gestartet ist. Das ist halt nicht, denn diese Ordner haben wir so jetzt nicht mehr. Das heißt, hier können wir das Ganze auch schon wieder komplett rauslöschen. Das wird einmal rauskopiert, beziehungsweise kopieren wir uns das hier bis hier einmal raus. Und fügen das Ganze dann einfach hier unten ein. Somit müssen wir dann hier einmal das Ganze auch rauslöschen. Und somit startet sich das ganze PMA Voice und natürlich die ganzen Ressourcen, die wir jetzt im ESX Anfänger Pack V2 haben. Als nächstes stellen wir das Ganze noch hier einmal auf DE und kopieren uns nochmal diesen Command hier raus, denn den haben wir so nicht. Und den fügen wir dann einfach hier unten einmal ein. Das stellt zum einen den Server komplett auf Deutsch und für die Suche ins Deutsche im Launcher. Was wir auch noch machen müssen, ist einfach hier uns diesen Code hier rauskopieren und den können wir dann hier unten einfach einfügen. So, das hat was mit Server Listing zu tun, dass dieser Server dann auch gefunden werden kann. So, hier tragen wir dann einfach nur diese IP-Adresse ein. So, das heißt, wir kopieren uns das hier aus und fügen das Ganze hier dann ein. So, mehr müssen wir nicht machen und wir können dann einfach hier auf Speichern gehen und somit wurde das Ganze übernommen. Als nächstes müssen wir noch die Datenbank importieren, das heißt, wir kopieren uns das hier einmal raus, beziehungsweise gehen einmal rein und werden einmal diesen Tag hier entfernen, denn den brauchen wir so jetzt nicht. Jetzt kopieren wir uns das einmal auf den Desktop und können in die Datenbank gehen. Die habe ich hier, ja. Und wir gehen dann einfach auf Importieren. Wir wählen die Datei dann einmal aus und gehen auf Importieren. Und nun wurde die ganze Datenbank importiert und nun sind wir auch schon fertig mit der Einrichtung. Nun können wir den Server einmal neu starten und haben das ESX Anfänger Pack V2 erfolgreich installiert. So, und nun könnt ihr auch euren Server suchen, je nachdem wie ihr ihn benannt habt. Und könnt drauf joinen.
Und somit habt ihr das ESX Anfänger Pack V2 erfolgreich installiert. Nun sind meine Chars auch geladen worden, weil sie in der Datenbank noch drin stehen. Das heißt, diese könnt ihr natürlich entfernen oder halt so lassen, je nachdem. Ja, und nun könnt ihr euch auch einen neuen Char machen oder eben auch nicht. Und ich kann den jetzt einfach auswählen und ihr seid fertig. So einfach geht's. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.